Hallo liebe Häkelfreunde, dieser Pullunder im Boyfriend-Look lässt sich wunderbar kombinieren. Die großen Armlöcher und der tolle V-Ausschnitt geben ihm einen rustikalen und legeren Touch. Ich verlinke euch in der Videobeschreibung verschiedene Wollvorschläge, da die von mir verwendete Wolle derzeit leider ausverkauft ist. Das ist aber überhaupt kein Problem. Die Anleitung funktioniert auch mit anderer Wolle ganz wunderbar, denn sie basiert nicht auf bestimmten Maschenzahlen, sondern auf Zentimeterangaben. Die Anleitung enthält die Angaben von Größe 36 bis Größe 50. Richtwerte zum Verbrauch findet ihr wie immer auf der Materialseite nach den Intros. Wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und jetzt krempeln wir die Ärmel hoch und los geht's. Ich wünsche euch wie immer viel Freude beim Nacharbeiten. Ich verwende die Wollbutt Ebba. Ein Knäuel hat 50 Gramm und 130 Meter Lauflänge. Das ist die Farbe 03. Ein Knäuel besteht zu 55% aus Polyacryl und zu 45% aus Baumwolle. Für die Anschlagskette verwende ich eine Häkelnadel Nummer 4 und steige später auf eine Häkelnadel Nummer 5 um. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste Masche um, steche mit der Nadel ein, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten. Ich hole den Faden durch. Ich ziehe ihn durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. Ich steche in den Querfaden ein, das ist nur ein Faden, hole den Faden durch, Masche eine Schlaufe ab und dann die anderen 2. Ich steche in den Querfaden ein, hole den Faden durch, Masche eine Schlaufe ab und dann die restlichen 2. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen. Wir häkeln sozusagen zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Gehäkelt wird später hier, wo die schönen Maschen sind. Wir haben jetzt 4 gemacht. Ich mache für die Größe 40-42 circa 52 cm. Wir brauchen eine gerade Maschenzahl. Die anderen Maße schreibe ich euch oben hin und wenn ihr euer Maß und eine gerade Maschenzahl erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe ca. 52 cm erreicht. Bei mir sind das zum Beispiel 82 feste Maschen. Die Zahl kann bei euch anders sein, aber sie kann euch als Richtwert dienen. Jetzt kippe ich die Kette, sodass die schönen Maschen oben sind und steige auf eine Häkelnadel Nummer 5 um. Ich häkle 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen. Damit ist dieser erste Maschenkopf besetzt und ich häkle auf jede Masche ein Stäbchen, sodass wieder genau dieselbe Anzahl
dabei herauskommt wie bei der Anschlagskette wieder eine gerade Zahl inklusive Ersatzstäbchen. Die Reihe wird sich ein bisschen wellen, das passt, das legt sich dann in den nächsten Reihen wieder. Und wenn ihr eure Anzahl Stäbchen gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine gerade Anzahl an Stäbchen gehäkelt. Wir wenden die Arbeit. Wir beginnen jetzt mit 2 Luftmaschen und wir häkeln abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Wir holen einen Umschlag, wir starten mit einem Reliefstäbchen von vorne, das heißt, wir stechen von vorne nach hinten um das Stäbchen herum, kommen vorne wieder heraus, holen den Faden durch und häkeln ein Stäbchen. Dann häkeln wir ein Reliefstäbchen von hinten, einen Umschlag holen, von hinten nach vorne, um das Stäbchen herumstechen, hinten wieder herauskommen, den Faden durchholen, ein Stäbchen häkeln. Jetzt kommt wieder ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten, ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Dadurch entsteht ein Rippenmuster, das zieht dann sehr stark zusammen. Das ist aber so gewünscht, da es sich ja um ein Bündchen handelt. Später wird der Polunder dann wieder weiter. Und wir häkeln die ganze Reihe so weiter, immer abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Ich habe das letzte Reliefstäbchen von vorne gehäkelt. Am Ende müssen ein Stäbchen sowie ein Ersatzstäbchen übrig bleiben. Die Reihe endet also mit einem Reliefstäbchen von hinten um das vorletzte Stäbchen und dann haben wir hier eine Lücke. Ihr braucht hier keine Luftmasche zu suchen. Ich häkle in diese Lücke ein Stäbchen. Ich zeige euch die Reihe ein weiteres Mal. Wir beginnen mit 2 Luftmaschen. Die Reihe beginnt immer mit einem Reliefstäbchen von vorne und dann ein Reliefstäbchen von hinten, ein Reliefstäbchen von vorne, ein Reliefstäbchen von hinten und das machen wir die ganze Reihe so und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Hier habe ich das letzte Reliefstäbchen von vorne gehäkelt. Es bleibt ein Stäbchen und ein Ersatzstäbchen übrig. Das besteht in diesem Fall aus 2 Luftmaschen. Wir häkeln ein Reliefstäbchen von hinten und in diese Lücke ganz am Rand nach dem Reliefstäbchen von hinten, in diese Lücke häkeln wir ein Stäbchen. Und diese Reihe wiederhole ich, bis der Bund ca. 10 cm hoch ist und ich mache eine gerade Anzahl an Stäbchenreihen, eine gerade Anzahl Stäbchenreihen ohne die Anschlagsreihe gezählt und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Bündchen hat ca. 10 cm erreicht. Wir beginnen jetzt mit dem Muster.
Ich befinde mich auf der Rückseite, das erkennt ihr daran. Die Häkelnadel ist rechts, der Anfangsfaden hängt links unten. Die schöne Seite erkennt ihr auch hier an der Anschlagskante. Hier sind die Maschen glatter als hier auf der Rückseite. Hier seht ihr solche Quermaschen. Das ist die Rückseite. Und das Muster ist ganz einfach. Wir starten mit 3 Luftmaschen. Das ist unser Randstäbchen und dann häkle ich auf jede zweite Masche, die kommt, immer 2 Stäbchen in eine Masche. Das heißt, wir lassen die erste Masche aus und in die zweite Masche häkeln wir 2 Stäbchen. Wir lassen eine Masche aus und häkeln 2 Stäbchen in eine Masche. Wir lassen eine Masche aus und häkeln 2 Stäbchen in eine Masche. Das machen wir die ganze Reihe so. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe in jede zweite Masche 2 Stäbchen gehäkelt. Am Ende der Reihe bleiben 3 Stäbchen übrig, 2 Stäbchen und das Ersatzstäbchen. Und wir überspringen diese Masche noch, häkeln auf die vorletzte Masche noch eine Zweiergruppe und dann direkt in die oberste Luftmasche, in diesem Fall ist es die zweite Luftmasche, von unten gezählt, noch ein Randstäbchen. Das heißt, wir haben am Anfang der Reihe eine Masche ausgelassen nach dem Randstäbchen, am Ende der Reihe aber nicht. Ich zeige euch die Reihe ein weiteres Mal. Ab jetzt häkeln wir immer 3 Luftmaschen und am Anfang der Reihe lassen wir eine Masche aus und häkeln immer auf jedes zweite Stäbchen eine Zweiergruppe. Wir lassen eine Masche aus und immer auf das zweite Stäbchen der Zweiergruppe aus der Vorreihe häkeln wir wieder eine Zweiergruppe. Immer eine Masche auslassen und 2 Stäbchen in eine Masche häkeln. Und das machen wir bis zum Ende der Reihe. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Auch hier bleiben 2 Stäbchen und das Ersatzstäbchen übrig. Wir überspringen eine Masche, häkeln eine Zweiergruppe auf das vorletzte Stäbchen und ins letzte Stäbchen, in die dritte Luftmasche, häkeln wir unser Randstäbchen. Alle Reihen sind vollkommen identisch. Ich zeige euch die Reihe ein weiteres Mal. Wir starten mit 3 Luftmaschen und am Anfang der Reihe lassen wir immer eine Masche aus und starten mit den Zweiergruppen. Und die Zweiergruppen kommen immer aufs zweite Stäbchen dieser Zweiergruppe aus der Vorreihe. Und ich häkle die Reihe hinüber und zeige euch auch das Ende noch einmal. Willkommen zurück, ich bin wieder am Ende der Reihe angekommen. Am Ende haben wir immer noch eine Zweiergruppe und das Ersatzstäbchen übrig. Wir lassen eine Masche aus, häkeln auf die vorletzte Masche die letzte Zweiergruppe und ein Randstäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens.
Wie gesagt, alle Reihen sind vollkommen identisch, egal ob es eine Hinreihe oder eine Rückreihe ist. Ihr seht, das Ganze wird jetzt wieder weiter und ich häkle jetzt bis zu einer Gesamthöhe von ca. 32 cm hoch für die Größe 40-42. Die anderen Maße schreibe ich euch hin und ich wiederhole immer dieselbe Reihe, und zwar mache ich eine ungerade Anzahl an Musterreihen, und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe für meine Größe ca. 32 cm hochgehäkelt. Ich habe eine ungerade Anzahl an Musterreihen mit diesem Stäbchenmuster gehäkelt. Ich befinde mich auf der schönen Seite. Das erkennt ihr zum einen daran, der Anfangsfaden hängt rechts unten. Der Arbeitsfaden ist im Moment ebenfalls rechts und ihr erkennt die schöne Seite auch an der glatteren Anschlagskante. Auf der Rückseite seht ihr solche Maschenglieder, die quer verlaufen. Wir befinden uns also auf der schönen Seite und jetzt machen wir die Armlöcher. Dazu häkle ich im Moment eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest und ich mache mein Armloch circa 4 cm groß. Das heißt, ich zähle hier 6 Maschen, bei mir sind das circa 4 cm, und steche in die 7. Masche ein. Ich lasse 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maschen aus und steche in die 7. Masche ein. Bei euch kann das auch ein bisschen anders sein. Ich hole den Faden durch, ich mache einen Knoten, ich steche in dieselbe Masche, wo der Faden drin ist, ein, hole den Faden durch und häkle 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen, und ich häkle lauter Stäbchen und auf der anderen Seite lasse ich dieselbe Anzahl an Maschen frei, bei mir 6 Maschenköpfe, und wenn ich dort angekommen bin, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe in jede Masche der Vorreihe ein Stäbchen gehäkelt. Die letzten 6 lassen wir frei und da müsst ihr auch das Ersatzstäbchen mitzählen. Es muss wieder eine gerade Anzahl an Stäbchen herauskommen. Ich wende die Arbeit und die Rückreihe besteht aus halben Stäbchen. Da beginne ich mit einer Luftmasche, um in die Höhe zu kommen, und beginne im allerersten Maschenkopf über dem ersten Stäbchen mit dem ersten halben Stäbchen und häkle alle Maschen wieder zurück. Es muss dieselbe Anzahl herauskommen wie vorhin bei den Stäbchen und es muss wieder eine gerade Maschenzahl sein. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Auch hier ist es ganz wichtig, dass ihr das letzte halbe Stäbchen in die 3. Luftmasche des Ersatzstäbchens häkelt. Wir wenden die Arbeit und jetzt beginnen wir mit dem V-Ausschnitt und dazu häkeln wir zunächst 3 Luftmaschen, die zählen wieder als ein Stäbchen. Damit ist die erste Masche besetzt und wir häkeln Stäbchen genau über die Hälfte der Maschen, die ihr jetzt noch habt.
Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die halbe Anzahl an Maschen mit Stäbchen behäkelt. Es müssen auf beiden Seiten gleich viele Maschen sein. Wir wenden die Arbeit und auf dieser Seite des Ausschnitts machen wir es so: Wir häkeln eine Kettmasche ins zweite Stäbchen und dann eine Luftmasche, und wir starten im selben Maschenkopf, wo die Luftmasche herauskommt, mit dem ersten halben Stäbchen. Wir haben jetzt eine Masche abgenommen. Wir häkeln wieder zurück über die verbliebenen Maschenköpfe und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wie gesagt, am Ende der Reihe, ganz wichtig, ein halbes Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Wir wenden. Wir starten mit 3 Luftmaschen. Damit ist der erste Maschenkopf besetzt und wir häkeln in jeden Maschenkopf ein Stäbchen. Und in dieser Reihe haben wir keine Abnahme. Wir häkeln in jeden vorhandenen Maschenkopf und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin am Ende der Reihe angekommen. Ich habe bis ins letzte halbe Stäbchen gehäkelt. Es ist ganz wichtig, dass ihr gleich viele Stäbchen habt, wie ihr in der Vorreihe halbe Stäbchen hattet. Man sieht hier gut diesen kleinen Absatz. Wir wenden die Arbeit und immer in der Reihe mit den halben Stäbchen nehmen wir eine Masche ab. Dazu häkeln wir zunächst eine Kettmasche ins zweite Stäbchen und häkeln dann eine Luftmasche und starten im selben Maschenkopf, wo die Luftmasche herauskommt, mit dem ersten halben Stäbchen. Und somit haben wir wieder eine Masche abgenommen. Und immer in den Stäbchenreihen bleibt die Anzahl unverändert zur Vorreihe, und immer in den Reihen mit den halben Stäbchen nehmen wir eine Masche ab. Und ich häkle für die Größe 40-42 circa 30 cm hoch, immer so weiter, immer in jeder zweiten Reihe eine Masche abnehmen, und ich ende mit einer Reihe halber Stäbchen. Und wenn ich dort angekommen bin, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 30 cm für meine Größe hochgehäkelt. Als Beispiel, bei mir sind das 26 Reihen und somit habe ich 13 Maschen abgenommen, die halbe Anzahl an Reihen. Jetzt häkle ich am Ende eine Luftmasche. Ich lasse hier 2 bis 3 Meter Faden dran. Den können wir später für die Schulternaht verwenden und wir sehen uns gleich bei der anderen Seite des Ausschnittes wieder. Willkommen zurück. Wir machen die andere Seite des Ausschnittes. Ich befinde mich wieder auf der schönen Seite des Teils und ich steche in die nächste Masche, die frei ist, ein, hole den Faden durch, mache einen Knoten, ich steche in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch, häkle 3 Luftmaschen, die zählen wieder als ein Stäbchen, und häkle in jede Masche, die vorhanden ist, ein Stäbchen,
und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe auf jede Masche ein Stäbchen gehäkelt. Es müssen genau gleich viele Stäbchen sein wie in dieser Reihe auf der anderen Seite. Wir wenden die Arbeit und jetzt machen wir die Abnahmen am Ende der Reihe. Wir starten mit einer Luftmasche und häkeln sofort in den ersten Maschenkopf das erste halbe Stäbchen und ich häkle bis zum Ende der Reihe und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen und hier können wir es ganz einfach machen mit den Abnahmen. Wir lassen einfach das Ersatzstäbchen frei. Hier häkeln wir kein halbes Stäbchen mehr hinein, sondern wenden die Arbeit, starten mit 3 Luftmaschen, damit ist die erste Masche besetzt und häkeln wieder Stäbchen bis zum Ende der Reihe und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen und hier müsst ihr aufpassen, dass ihr auch wirklich bis ganz an den Rand hinaus häkelt. Wir wenden die Arbeit und die Reihe mit den halben Stäbchen beginnt mit einer Luftmasche und wir starten im ersten Maschenkopf mit den halben Stäbchen und am Ende der Reihe sehen wir uns nochmals wieder. Willkommen zurück. In der Reihe mit den halben Stäbchen haben wir hier die Abnahme und die machen wir so. Wir lassen einfach das Ersatzstäbchen frei und wenden die Arbeit und starten wieder mit 3 Luftmaschen. Und wir wiederholen diese beiden Reihen und wir machen genau gleich viele Reihen wie auf der anderen Seite und auch hier in jeder zweiten Reihe erhalten wir eine Masche weniger und wenn ihr gleich viele Reihen gemacht habt wie auf der anderen Seite, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe das Vorderteil fertiggestellt, ich habe auf beiden Seiten gleich viele Reihen hochgehäkelt. Wir kommen nun zum Rückenteil, das funktioniert ganz genau gleich wie das Vorderteil, nur dass wir natürlich keinen Ausschnitt machen. Ich zeige euch das gleich. Wir häkeln also genau gleich viele Reihen bunt, wir schlagen auch genau gleich viele Maschen an, wir häkeln gleich viele Musterreihen hoch bis zum Armloch, dann machen wir das Armloch und dann häkeln wir ab Armloch dieselbe Anzahl Reihen gerade hoch. Diese 2 Reihen, die wir hier unten noch gemacht haben, bevor wir mit dem Ausschnitt begonnen haben, müsst ihr also noch dazu zählen. Ansonsten sieht das Rückenteil genau gleich aus wie das Vorderteil. Es hat, wie gesagt, gleich viele Maschen und gleich viele Reihen überall. Und ganz wichtig, die Reihen ab Armloch müssen genau übereinstimmen. Und wenn ihr das Rückenteil gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die beiden Teile so aufeinander gelegt, dass die schöne Seite jeweils innen ist. Und das erkennt ihr daran, auf der Innenseite muss die Anschlagskante glatter sein. Beim unteren Teil hängt der Anfangsfaden rechts, beim oberen Teil hängt der Anfangsfaden auf der linken Seite. Und wir schließen zunächst die Schulternähte. Dazu stechen wir in die äußerste Masche vorne und hinten durch. Wir nehmen uns den Faden, den wir dran gelassen haben,
und ziehen ihn durch beide Teile durch. Wir häkeln eine Luftmasche und in dieselbe Masche vorne und hinten durchstechen, den Faden durchholen, eine feste Masche häkeln und wir schließen Masche für Masche die Naht mit festen Maschen. Für die zweite Seite dreht ihr euch das Ganze um und beginnt wieder von außen nach innen die Naht zu schließen. Und wenn ihr die Schulternähte geschlossen habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe beide Schulternähte geschlossen. Nach wie vor ist die weniger schöne Seite außen. Und jetzt schließen wir die Seitennähte und da beginne ich von unten nach oben. Ich steche in der Anschlagsreihe vorne und hinten durch beide Teile durch, hole den Faden durch und mache einen Knoten. Ich steche noch einmal durch dieselben Öffnungen durch, vorne und hinten, hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche und dann häkle ich immer um die Randstäbchen herum, pro Randstäbchen 2 feste Maschen und achtet darauf, dass die Reihen ganz genau zusammenpassen und bei der anderen Seite macht ihr das genau gleich und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe alle Nähte geschlossen. Bei den Nähten habe ich schon einmal alle Fäden vernäht, also bei den Seitennähten und bei den Schulternähten. Dann sind es am Schluss nicht mehr so viele. Und jetzt häkeln wir die Ärmelbündchen. Ich befinde mich jetzt auf der schönen Seite des Polunders. Und ich starte unter dem Arm. Und hier mache ich es so. Ich schlinge in der ersten Masche bei der Seitennaht neu an. Ich steche in dieselbe Masche noch einmal ein, hole den Faden durch, häkle 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen, dann häkle ich aus jeder Masche, die vorhanden ist, ein Stäbchen heraus. Auch bis in die Ecke hinein ein Stäbchen und bei den Seitenkanten häkle ich pro Randstäbchen 2 Stäbchen und da, wo die Reihe mit den halben Stäbchen ist, häkle ich ein Stäbchen heraus, dann wieder 2 Stäbchen und dann wieder ein Stäbchen, immer da, wo die Reihe mit den halben Stäbchen ist. Das mache ich, bis ich wieder unter dem Arm ankomme und wir brauchen eine gerade Maschenzahl über die gesamte Runde. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Ich habe eine gerade Anzahl an Stäbchen aufgenommen und ich habe darauf geachtet, dass beim Vorderteil und beim Rückenteil gleich viele Stäbchen sind. Und hier, falls hier eine kleine Lücke entsteht, die könnt ihr später dann mit diesem Faden vernähen. Ich schließe jetzt in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde. Ich häkle 3 Luftmaschen und häkle jetzt abwechselnd
ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Wir starten also immer mit 3 Luftmaschen und um das nächste Stäbchen häkeln wir ein Reliefstäbchen von vorne. Wir holen einen Umschlag und wir stechen nicht in den Kopf des Stäbchens, sondern wir stechen von vorne nach hinten und dann vorne wieder heraus um das Stäbchen herum, sodass das ganze Stäbchen auf der Nadel liegt. Wir holen den Faden durch und häkeln das Stäbchen zu Ende. Und jedes zweite Stäbchen ist ein Reliefstäbchen von hinten. Das heißt, wir stechen von hinten nach vorne und wieder nach hinten um das Stäbchen herum, holen den Faden durch und häkeln das Stäbchen zu Ende. Immer abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Und das machen wir die ganze Runde so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Die Runde endet mit einem Reliefstäbchen von vorne und dann schließen wir in die 3. Luftmasche zur Runde und häkeln wieder 3 Luftmaschen und starten wieder mit einem Reliefstäbchen von vorne und einem Reliefstäbchen von hinten, wie beim Bund, und ich mache das Bündchen ungefähr 5 cm breit und notiert euch die Maschenzahl und macht auf der anderen Seite genau das gleiche und dann sehen wir uns beim Ausschnitt wieder. Willkommen zurück, ich habe beide Ärmelbündchen fertig gemacht. Jetzt machen wir den Ausschnitt. Die schöne Seite ist außen. Ich drehe den Polunder um und beginne bei der Schulternaht. Hier steche ich ein, hole den Faden durch, mache einen Knoten. Ich steche in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch, häkle 3 Luftmaschen, die zählen als ein Stäbchen und ich häkle laute Stäbchen zunächst einmal über das Rückenteil drüber und an der Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der anderen Schulternaht angekommen. Hier schaue ich, dass kein Loch entsteht und häkle ganz in der Nähe der Naht noch ein Stäbchen hinein und dann mache ich es gleich wie bei den Ärmeln. In dieser Reihe, wo die halben Stäbchen sind, häkle ich immer ein Stäbchen heraus und um die Randstäbchen 2 Stäbchen und da, wo die Reihe mit den halben Stäbchen ist, ein Stäbchen, also abwechselnd 2 Stäbchen und ein Stäbchen, und wir sehen uns an der Ausschnittspitze wieder. Willkommen zurück, ich habe bis zur Ausschnittspitze hinunter gehäkelt. Hier seht ihr diese 2 Maschen, die zum Vorderteil noch gehören, und in diese 2 Maschen häkle ich 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Also hier ist schon ein Stäbchen drin und hier ebenfalls. Und wir stechen in diese Masche ein, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab, holen einen Umschlag, stechen in die zweite Masche ein, maschen 2 Fäden ab
und dann alle 3 Fäden auf der Nadel und dann häkeln wir auf der anderen Seite wieder im selben Rhythmus um die Randstäbchen 2 Stäbchen und da wo die halben Stäbchen sind nur 1 und es sollten gleich viele Maschen auf beiden Seiten sein, hier und hier. Und über die gesamte Runde brauchen wir eine ungerade Maschenzahl. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Ich habe eine ungerade Anzahl an Stäbchen aufgenommen. Zu beachten ist, diese 2 zusammen abgemaschten Stäbchen in der Ausschnittspitze zählen nur als ein Stäbchen, weil wir hier nur einen Maschenkopf haben. Und wir schließen in die 3. Luftmasche des Ersatzstäbchens zur Runde. Wir starten mit 3 Luftmaschen und wir häkeln wieder abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten bis zur Ausschnittspitze und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe an der Ausschnittspitze angekommen. Hier müsst ihr genau schauen, hier sind diese 2 zusammen abgemaschten Stäbchen, die zum Polunder gerade hinunterschauen. Das ist ein Maschenkopf. Dann habe ich 2 Maschenköpfe davor aufgehört. Bei mir ist jetzt das letzte, das ich gehäkelt habe, ein Reliefstäbchen von vorne. Das spielt aber keine Rolle. Es kann auch ein Reliefstäbchen von hinten sein. Und über diese 5 Maschenköpfe, die sich genau in der Mitte des Ausschnitts befinden, häkeln wir 5 zusammen abgemaschte Stäbchen. Wir holen einen Umschlag, stechen ins erste ein, maschen 2 Fäden ab, holen einen Umschlag, stechen ins zweite ein, maschen 2 Fäden ab. Das dritte muss genau über diesen beiden zusammen abgemaschten Stäbchen sein und das 4. und 5. sind auf der anderen Seite des Ausschnitts. Wir haben 6 Schlaufen auf der Nadel, die maschen wir alle gemeinsam ab. Und da ich hier mit einem Reliefstäbchen von vorne geendet habe, starte ich hier wieder mit einem Reliefstäbchen von vorne. Wenn ihr mit einem Reliefstäbchen von hinten geendet habt, dann startet ihr wieder mit einem Reliefstäbchen von hinten. Wir häkeln rundherum und häkeln wieder bis zur Ausschnittspitze. Willkommen zurück, ich bin wieder bei der Ausschnittspitze angekommen. Wir haben hier 5 Maschenköpfe, die genau sich in der Mitte befinden und über diese 5 häkeln wir wieder 5 zusammen abgemaschte Stäbchen und immer das 3. ist dieser größere Maschenkopf, der sich über der 5er Gruppe befindet. Und dann geht es wieder weiter und diese Runde könnt ihr noch 1-2 Mal wiederholen, bis der Ausschnitt die gewünschte Größe erreicht hat. Das findet ihr am besten durch eine Anprobe heraus. Und wenn ihr den Ausschnitt fertig gehäkelt habt, müsst ihr nur noch die restlichen Fäden vernähen und dann ist unser cooler Polunder fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieses burschikosen Polunders
und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Eure Karin aus dem Ländle.